Hi, ja, ich lebe noch. Heute habe ich ein kleines Video für zwischendurch, nicht sonderlich aufwendig, irgendwie random zusammengeworfen, einfach meine Meinung, meine Eindrücke zu Battlefield 6 und der Beta und meine Erwartung für den Release. Viel Spaß dabei, haut rein und ciao. Hi, die Battlefield 6 Beta liegt hinter uns und wir konnten etliche Impressionen sammeln. Nach dem holprigen Battlefield 5 und dem miserablen Battlefield 2042 scheint sich EA endlich wieder auf die Wurzeln zu besinnen, bzw. zurück zur Battlefield Prime zu wollen. Denn während Activision bei COD komplett reintrollt und mit allen Mitteln versucht, die letzten Cents aus den Idioten rauszuscheffeln, kommt Battlefield ohne Nicki Minaj, die von Beavis und Butthead in den Arsch gefickt wird. Battlefield ist endlich wieder gritty und grounded. Endlich wieder Kriegsatmosphäre mit fantastischer Grafik und geilem Sounddesign. Und damit sind wir bei meinem ersten Punkt: Grafik und Performance. Wie gewohnt liefert die Frostbite Engine eine Top-Notch-Grafik und ist sogar in der Open Beta und ohne Treiber 1A optimiert, was heutzutage extrem selten ist. Ich rechne aber damit, dass wir zu Release eine nochmal deutlich bessere Performance haben werden. Grafisch wirkt Battlefield 6 wie der lang ersehnte Nachfolger von Battlefield 4. Anders als die letzten Teile ist die Grafik nicht wirklich fotorealistisch, sondern orientiert sich eher an dem plastischen Look, den wir von Battlefield 4 kennen, und hat auch ein ähnliches Color Grading. An der Stelle wurde alles richtig gemacht. Was allerdings etwas kurz kommt, ist die Visibility. Gegner spotten kann an manchen Stellen echt ätzend sein. Besonders in Büschen und wenn man aus dem Schatten in helle Umgebungen schaut und andersherum. Das kommt von Auto-Exposure, was zwar ganz gut aussieht, aber wie gesagt, das Spotten erschwert. Wollte ich erwähnen, aber ist für mich nicht wirklich ein Negativpunkt. Was mir allerdings sehr negativ aufgefallen ist der Sniper-Glint, welcher enorm stark im Battlefield 6 ist. Ich finde, im Battlefield 4 war es perfekt. Wie man hier sehen kann, waren sie relativ dezent und nicht komplett in die Fresse wie im Battlefield 6. Teilweise weiß man gar nicht, wohin man schießen soll, weil der Glare alles überdeckt. EA, please fix. Was allerdings jetzt schon sehr stark ist, ist das Gunplay. Hier hat EA ordentlich abgeliefert. Waffen fühlen sich gewichtig an, haben Recoil und Feedback. Etwas, das in 2042 komplett gefehlt hat. Es macht Spaß zu schießen und endlich fühlt sich jede Waffe wieder individueller an. Außerdem wird es zum Release nochmal eine Überarbeitung von Recoil und Tapfire geben. Der Recoil wird bei Waffen wie der M4 wahrscheinlich etwas stärker ausfallen und Tapfire soll wieder relevanter werden, besonders auf höheren Distanzen. Aber overall finde ich es jetzt schon sehr gelungen. Dazu das Modding, welches meiner Meinung nach auch ziemlich perfekt ist. Zumindest mit der Auswahl an Attachments, die wir in der Beta hatten. Da wurde direkt eine gute Balance gefunden, anders als beim Waffenbalancing. Manche Waffen fühlen sich aktuell noch viel zu stark an. Ich denke, wir alle kennen die Shotgun, aber die bekommt zu Release einen starken Nerf. Außerdem wird die Time to Kill nochmal angepasst, was mir sehr gut gefällt, da mir dieser ein klein wenig zu lang ist. Das Map-Design, hier mache ich es kurz. Die Maps, die wir bisher spielen konnten, finde ich sehr gut. Die Maps fühlen sich für mich an wie eine Mischung aus 2042 und Battlefield 3. Besonders stark finde ich Siege of Cairo. Für mich mit Abstand die beste Map der Beta und ich hoffe, die anderen Maps werden auf ähnlich hohem Level sein. Was mir allerdings sehr negativ auf Empire State aufgefallen ist, sind die Räume, die ins Nichts führen und die Map sehr linear und gleichzeitig unübersichtlich wirken lassen. Das Klassensystem ist eine umstrittene Sache, aber vom grundsätzlichen Design finde ich es soweit gelungen. Auch dass der Medic bzw. Squad Member jetzt dragen und dabei wiederbeleben können, finde ich sehr gut. Und endlich ist der Defi back. Aber der Assault hat random eine Maximum Armor und Wallhack-Spritze. Wallhack. Aber der Assault wird sowieso nochmal überarbeitet und bekommt zu Release die Fähigkeit, Objectives schneller einzunehmen, eine Spawn-Beacon und eine Assault-Ladder zu platzieren. Wallhack fliegt komplett raus. Wallhack. Und Max Armor reduziert nur noch Flash und Explosive Damage. Aber es gibt natürlich auch Punkte, die mir gar nicht gefallen, und das wäre erstens das Menü. Ich finde das Hauptmenü schrecklich, zumindest als PC-Spieler. Auf der Konsole macht es, glaube ich, mehr Sinn. Call of Duty hat genauso ein Wack-Menü, nur hat Battlefield nicht alles voll mit Scheiße. Was mich mehr stört, ist das Waffenmenü. Wenn man eine Waffe modden will, muss man erstmal mit X in das Menü kommen, dann oben auf Edit und dann auf Customize gehen. Gerade in der Levelphase, wenn man viel an einer Waffe moddet, ist es echt richtiger Abfuck. Aber da haben die Entwickler auch schon gesagt, dass ich das Menü jederzeit ändern kann. Also Daumen drücken. Außerdem ist das Matchmaking echt nicht so geil. Man findet zwar Server und auch das, wonach man sucht, aber zum einen hatten wir das Gefühl, dass wir immer und immer wieder dieselbe Seite gespielt haben, was besonders in Rush sehr ätzend war, aber auch, dass man nicht im Spiel bleibt, sondern nach jeder Runde neu sucht, wurde richtig nervig, besonders weil man dann in der Rush-Playlist in Conquest reinkommt, aber das wird sich zu Release hoffentlich noch ändern. Also wie man merkt, bin ich wirklich sehr überzeugt vom neuen Battlefield, was ich wirklich nicht gedacht hätte. Jetzt kommen wir noch zu angekündigten Änderungen, die ich bisher nicht erwähnt habe. Da wäre zunächst die Anpassung vom Movement, welches nochmal verlangsamt wird, um Jump- und Slide-Shooting zu reduzieren. Ich fand zwar, dass es in der Beta schon gut war, aber schauen wir mal. Außerdem wird der Fallschirm gefixt, welcher in der Beta etwas merkwürdig war. Man konnte sich aus der Map glitschen und auf den Dächern campen und klettern. Das wird behoben. Die Entwickler sind sich noch nicht ganz einig wegen dem Class-Lock. Ich finde, das Base Game sollte das Battlefield-Erlebnis bieten und im Portal kann man davon abweichen. Also wäre das Lock-Class-System für das Base Game der Way to go.
Außerdem wurde der M-Con-Counter in Rush seit Bad Company das erste Mal reduziert, was absoluter Rotz ist, weil die Angreifer sowieso schon im Vorteil sind. Außerdem können die Angreifer bei fast jeder Map Spawn campen, gerade bei der letzten Base. Scheinbar werden aber die Maps wie Rush und Breakthrough nochmal etwas angepasst. Und da wäre dann auch Portal und der Battle Royale Modus. Bisher gab es den Firestorm Modus in Battlefield 5 und dieser war auch echt gut und hatte Laune gemacht. Das Problem war nur, dass es keine langfristige Motivation gab, da es sich eher wie eine Spielerei angefühlt hatte. Außerdem war es nicht Free-to-Play und nicht Standalone. Deswegen hoffe ich sehr, dass sie sich ausnahmsweise doch an Call of Duty orientieren, denn wenn es ein Ranked und ein Progression-System geben würde und dazu noch Free-to-Play wäre, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass gerade durch den Hype der Beta so viele Leute, die eigentlich gerne Warzone zocken würden, zu Battlefield wechseln würden. Außerdem liegt im Battle Royale auch ohnehin die beste Monetarisierungsmöglichkeit. Wenn es richtig gemacht ist, hat auch niemand ein Problem damit. Portal kam mit 2042 und war von der Idee und auch von dem Aufwand dahinter mächtig. Alle Battlefield-Teile von 1942 bis Battlefield 3 quasi als Remake. Das klingt crazy. Leider hat sich Portal nicht wirklich etablieren können. Ich weiß eigentlich auch gar nicht so wirklich wieso. Ich denke, es lag an den sehr eingeschränkten Möglichkeiten und dem fehlenden Content. Es gab 6 Maps und bei weitem nicht alle Waffen aus den vergangenen Titeln. Außerdem konnte man nicht viel an den Einstellungen etc. verändern und viele Settings haben dafür gesorgt, dass man keinerlei XP bekommen hat, was den Portal-Modus sehr schnell obsolet gemacht hat. Da jetzt angekündigt wurde, dass Portal quasi wie ein Sandkasten sein soll wie GTA oder ein Fortnite, kann ich mir vorstellen, dass es deutlich mehr Sinn und Spaß machen wird, auch langfristig. Wenn jetzt noch der gesamte Content der letzten Battlefield Games enthalten sein sollte, wäre Portal ein absoluter Banger. Aber selbst wenn nur der Battlefield 6 Content enthalten ist, sehe ich riesiges Potenzial. Wir wissen, dass die Modding Community insane ist.